Egal. Wild! Nein. Hi! Where from? Germany! Ja? Ah, okay. So schaut's aus. Wir sind im Iran angekommen. Heute ist schon der dritte Tag. Genau. Gestern haben wir gar nicht gefilmt und ja, vorgestern sind wir abends angekommen quasi. In Astara, in der Grenzstadt. Boah, war alles ziemlich wild und überwältigend, sage ich mal. Viel Neues auf einmal, viel anderes. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Salam. Hallo! Einen Fehler haben wir gemacht in Astara, in der Grenzstadt. Sind direkt, als wir aus der Passkontrolle, aus der Grenze quasi rausgekommen sind direkt irgendwie, was weiß ich, 20, 30 Leute irgendwie auf uns zugerannt gekommen und wollten Geld wechseln. Das war uns dann irgendwie direkt ein bisschen zu viel, deswegen sind wir erstmal weitergefahren, haben wir gesagt, machen wir am nächsten Tag. Aber leider kann man in den ganzen Banken hier überall kein Geld wechseln. Die sagen die ganze Zeit, wir sollen zurück nach Astara oder in die andere Richtung nach Rasht. Das sind aber auch nochmal 100 Kilometer. Wir haben zum Glück noch ein paar Vorräte irgendwie, von denen wir jetzt zehren können. Ein bisschen Obst wurde uns auch schon geschenkt. Aber gut, kein Problem, kriegen wir auch alles hin. The translation? Funny thing about Iran, you're my hometown, I don't know, you're my proudness, about the Persian Gulf. What means Buddha Iran? Yeah, Vatan Iran means my hometown is Iran. Ah. Wir waren jetzt 2 Nächte in Taleş bei einer netten Familie. Die haben uns einfach auf der Straße quasi eingeladen und uns halbwegs dazu überredet, dass wir nun zu denen zum Mittagessen mitkommen. Da haben wir dann zugesagt und es war so schön. Wir haben uns dann direkt eingeladen, auch irgendwie zu übernachten und haben mir erzählt, dass sie gerne Touristen bei sich zu Gast haben. Die beiden sind Englischlehrer und können so halt auch ein bisschen irgendwie ihr Englisch trainieren. Mir erzählt, dass sie auch mal irgendwie einen Australier bei sich hatten, der einen Monat bei ihnen zu Gast war. Also ganz spontan quasi. Total verrückt. Die Leute sind so gastfreundlich hier. Das ist richtig schön. Wir hatten 2 richtig tolle Tage. Wir haben gemeinsam mit der Familie den ersten Geburtstag von ihrer Tochter Martha gefeiert. Die hatte gestern Geburtstag, das war alles richtig süß, richtig schön, es gab richtig leckeres Essen. Sie hat sehr, sehr gerne irgendwie traditionelle iranische Gerichte für uns quasi vegan nachgekocht. Das war richtig toll. Wir haben richtig gut gegessen, hatten eine richtig schöne Zeit. Jetzt geht's weiter nach Ansali Port. Das sind 70 Kilometer insgesamt. Und da haben wir auch schon den nächsten Couchsurfing-Host. Mal sehen, was uns da erwartet.
machen eine kleine Pause in einer, ja, in so einer Teestube oder sowas. Es gibt hier überall so kleine Räume, die dann jeder für sich hat, schön mit Kissen ausgepolstert. Und dann gibt es Tee. Wir haben Chai bestellt. Mit Zucker natürlich. Dann gibt es dazu Sonnenblumenkerne, Datteln. Das ist hier so Zucker, kristallisierter Zucker für den Tee. Mit Safran. Mit Safran, genau, deswegen ist der so gelb. Hier irgendwelche Bonbons und so kleine Wackelpudding-Dinger. Den Wackelpudding mögen die hier, glaube ich, total gerne. Das gibt es echt irgendwie öfters. Sehr schön, super. Choi, choi. Das ist unser Wurmschauer-Toast. Okay, nice. Thank you. Gestern Abend schön zusammen gegessen, Tee getrunken, uns nett unterhalten. Echt richtig cooler Typ. Also ein Fahrradguru, sag ich mal, hat schon echt irgendwie hunderte von Leuten hier gehostet, irgendwelche Radfahrer aus der ganzen Welt. Und er brennt dafür richtig, für das Radreisen. Richtig cool. Und jetzt gehen wir mit ihm gemeinsam in den Wald und an das Kaspische Meer. Das ist 200 Meter von hier entfernt. Dann schauen wir mal. Suchen eine Schlange. Ah, ui. Ah. Biabirun, what's that? Steckst fest. No dangerous. In this snake in north in Gilan. This is no injury. Ah. Ah. Weiter geht's. Wir wechseln jetzt einmal in das Haus. Wir sollen gleich noch irgendwie in irgendeine Schule, irgendwie irgendeinen Englischkurs oder sowas und da irgendwie einen kleinen Vortrag halten. Und dann gibt es nachher gutes Essen. Unser Terminkalender in Iran ist auf jeden Fall voll. Ich glaube, um Silvester in Dubai zu sein, müssen wir irgendwann Zug nehmen. Weil weiter als 10 Kilometer kommen wir echt nicht am Tag voran. Wir können nicht absagen, die ganzen Einladungen. Wir werden weitergereicht und weitergereicht. Von Host zu Host. Guten Abend. Wir sind jetzt wieder alleine unterwegs. Wie ihr seht, bauen wir unser Zelt auf am Kaspischen Meer. Und ja, wir sind jetzt schon ein bisschen gefahren im Iran. Es sind jetzt ungefähr 300 Kilometer bis Teheran. Und ab morgen geht es in die Berge. Ja, morgen verlassen wir das Kaspische Meer. Morgen geht es weg vom Meer in die Berge. Also wir sind gerade vor 5 Kilometern oder so in eine kleine Seitenstraße eingebogen, die von der Küste wegführt und in die Berge. Es ist direkt richtig ruhig geworden.
Das ist uns aufgefallen. Und hier ist ein richtig fetter Wald. Richtig Regenwaldmäßig. Boah, aber es geht auch direkt ganz schön gut bergauf. Hui. Aber ich glaube, das wird eine richtig schöne Straße hier. Salam! Fine, thank you. Germany. Oh, thank you. Hallo. Hallo. Heute ist Donnerstag, Wochenende im Iran. Donnerstag ist der einzige Tag in der Woche, wo die Menschen frei haben, wo sie nicht arbeiten müssen. Und hier in den Bergen, in den Wäldern sind überall so kleine Restaurants und so weiter. Und die Leute sind hier in den Restaurants oder auf den Wiesen hier überall im Wald verstreut. Überall an jeder Ecke sind Leute, sind am Picknicken und am Essen und Tee trinken und am uns zuwinken und mit uns Bilder machen. Eben haben uns 4 Jungs angehalten, ein paar Bilder mit uns gemacht, haben uns dann noch 2 prall gefüllte Tüten mit Obst geschenkt. Richtig genial. Aber es ist auch ziemlich anstrengend. Geht echt gut bergauf heute. Ist jetzt auch schon ein bisschen später. Mal gucken, wo wir heute Abend landen. Guten Abend. Wir wurden eingeladen von ein paar Iranern, die in Russland gelebt haben und die Russisch sprechen. Die sind jetzt in ihrer Dacia, in ihrer Ferienwohnung, in ihrem Wochenendhaus. Und das ist ein Volltreffer. Доброе утро. Wow. Sind Richtung nachts da durch die Berge und dann auf die große Straße hier gefahren und auf den Berg hier wieder. Weather got worse. What you should do? For example, the weather is very... It depends. Sometimes we are cycling and sometimes we look for shelter, like for an old house or something, or a bus station where we can like escape from the bad weather. Like -10 or something. It's very cold in Germany. Yes. Я очень русские девушки там. Мы там познакомились, да. Uzbekistan, we had the best melons. Yeah, in Uzbekistan they have the best melons. This is also from the south of Iran. Is it from Iran? Yes. اما اینا برای کجاست؟ Varot! Oh, Varot! اینو بگیر من دستم سبز همینو بگیر این چنده؟ همینو بگیر So, zurück auf der Straße. Weiter geht's auf unserem Weg Richtung Teheran. Wir hatten gestern einen genialen Abend, war richtig cool. Und es geht jetzt weiter, 160 Kilometer bis Teheran. Da wollen wir in 4 Tagen da sein. Es geht weiter durch die Berge. Wir werden wahrscheinlich auch auf gut 3000 Höhenmeter, glaube ich, kommen. Und in Teheran sind wir wieder bei der gleichen Familie eingeladen. Die wohnen eigentlich halt in Teheran und gestern waren wir in ihrem Ferienhaus. Und heute, ja,
Wird, glaube ich, ziemlich geil. Und auch jetzt die Fahrt nach Teheran wird, glaube ich, ziemlich schön. Wir werden durch richtig geile Landschaften fahren. Olga hält die Räder fest, damit wir ein Foto machen können. Heute Nacht wieder im Zelt. Hier ist unser Campingspot. Ich bin fleißig am Hausbau. Sehr gut. Boah, echt tolle Aussichten hier. Obwohl, na, die Wolken versperren es ein bisschen. Aber wir sind jetzt echt deutlich mehr in der Natur, als wir es am Kaspischen Meer waren. Also ja, ein paar Häuser und so weiter sind hier auch zu sehen. Aber doch schon ruhiger, natürlicher, mehr Natur hier, ne? Ja. Schon ziemlich schön. Weiter geht's, bergauf. Ich glaube 80 Kilometer, die wir bergauf fahren müssen. Ungefähr 2800 Höhenmeter. Sind auf knapp 1000. So irgendwie auf 3.500 Metern werden wir nachher schon landen. Und danach geht's bergab nach Teheran. Ah, mal sehen. Die Bergetappe heute ist ziemlich anstrengend. Noch ungefähr 8 Kilometer und wir können abfahren und seinen Zeltplatz suchen. Langsam sind die Kräfte alle, die ganze Zeit hoch und hoch und hoch. So, jetzt stehen 2 Kilometer Tunnel an. Sieht relativ staubig und dunkel aus, deswegen haben wir hier jetzt einen Mundschutz. Boah. Wird noch mal hart. Ja, danach geht es ein bisschen bergab und dann suchen wir uns einen Campingspot. So, das ist unser Campingspot für heute. Ziemlich geiler Platz, würde ich mal sagen.
schön auf einer kleinen Nebenstraße. Wir sind jetzt runter von der Hauptstraße auf eine kleinere Nebenstraße. Hier geht es morgen dann auch wieder noch weiter bergauf, aber mit deutlich weniger Verkehr, denke ich mal. Perfekt. Richtig schön. Also hier sind wir in einem Skigebiet jetzt. Da vorne sieht man die ganzen Lifte. Da noch einer. Und da sieht man so ein bisschen die Serpentinen. Irgendwie hoch und runter, hoch und runter. Bis da oben. Da müssen wir jetzt hochfahren. 7 Kilometer, 800 Höhenmeter. Da unten kommen wir her. Und jetzt haben wir uns die ganzen Serpentinen hochgekämpft. Und sind oben angekommen. Ich kann kaum glauben, dass wir das geschafft haben. Hammer. Genial. Kurze Pause jetzt. Das Trinken. Dann geht's da vorne gleich weiter. Warte mal, da war ein Schild Richtung Teheran. Kann man es sehen? Ja, ich glaube. Da vorne in einem Smogwolke, in einem grauen Schleier sieht man schon Teheran. Die Hochhäuser. Hi. Salam. Salam. Robbie, bir access movie. Baby. دستتو عرض روی چیزی لنزش انداختی؟ Thank you very much. Perfect. Thank you very much. Thank you. Unser Ausblick auf Teheran. Guten Morgen!
Guten Abend. Wir sind gerade am Milad Tower, nach wie vor in Teheran. Ein Wahrzeichen oder das Wahrzeichen der Stadt. Fahren wir gleich oben rauf. Jetzt gucken wir uns draußen noch ein bisschen um und wir haben gerade was ziemlich Cooles gefunden. Hey. Stück Heimat. Ein kleines Stückchen Heimat im Iran. Ein Holstenbier aus Hamburg. Natürlich, ja, alkoholfrei. Aber trotzdem sehr, sehr nett, glaube ich. Das gönnen wir uns jetzt, genießen hier ein bisschen die Aussicht und dann fahren wir gleich nochmal nach oben und genießen bestimmt noch eine viel krassere Aussicht. Tja, nach ganz oben kommen wir leider nicht mehr. Ist geschlossen, nur bis 8 Uhr abends, jetzt ist es irgendwie 9. Sind leider ein bisschen spät dran, aber wir sind hier jetzt irgendwie im 4. Geschoss oder so und man hat auch schon einen ganz coolen Ausblick, glaube ich, über die Stadt. Sieht schon ganz fett aus. Ganzen Lichter und Autos. Unsere Ferien in Teheran sind vorbei. Wir haben eine total schöne Zeit bei Mohammed verbracht mit seinen Freunden. War ganz witzig. Es war auf jeden Fall nett oder sehr schön, weil wir irgendwie echt ganz coole Leute hier hatten, mit denen wir zusammen was unternommen haben. Das war auf jeden Fall, in der Richtung war es nett. Ansonsten hat die Stadt halt so ohne Menschen irgendwie, die man dann trifft, Sightseeing-mäßig. Nee, echt nicht so viel zu bieten. Dann also jetzt, ab zur nächsten Stadt. Genau, jetzt geht es halt weiter Richtung Süden, Richtung Isfahan und so weiter. Da wird Sightseeing-mäßig auf jeden Fall mehr los sein. Aber ja, das dauert noch ein bisschen. Jetzt erstmal gucken, dass wir aus Teheran rauskommen, dass wir hier unser Zeug runterbekommen und dass wir aus der Stadt rauskommen. Haben wir eben auf der Straße einen Küken gefunden. Der ist rausgefallen aus dem LKW. Hat es, so wie es aussieht, ganz gut überstanden.